herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Rubrik Formel 1. Heute möchte ich ein wenig aus dem gegebenen Anlass, heute ist der erste Testtag der neuen Formel 1 Saison 2020 in Barcelona. Deswegen möchte ich gerne einige Fahrzeugspezifika bzw. Unterschiede der Fahrzeuge vorstellen. Eine Neuerung im Vergleich zum letzten Jahr: heute ist auch bereits Williams schon am Start gewesen und hat erste Runden absolviert. Das bedeutet, Williams also hier dieses Jahr von Anfang an mit dabei. Wir sehen dieses Jahr relativ häufig verschiedene kleine Zusatzflügel an diversen Fahrzeugteilen. Hier zum Beispiel beim Williams an der Nase. Beim Williams zum Thema Nase gefällt mir sehr gut, dass es die klassische breite Nase ist. Das finde ich deutlich schöner als diese schmalen Nasen. In Sachen Lüftung hat Williams die meiner Meinung nach kleinsten Lüftungsöffnungen und da wird sich dann später zeigen, ob das ein Problem gibt mit der Motortemperatur oder nicht. Beim Frontflügelkonzept hat sich Williams sehr stark an Ferrari orientiert und die Endplatten sind sehr stark abfallend. Hier an der Nase auch nochmal Zusatzflügel, die es dieses Jahr eben sehr häufig gibt. Was wir beim Williams jetzt auch noch erkennen können, ist zum einen die dieses Jahr sehr komplexen Bartsports und auch eine sehr große Bremskühlung. Da gibt es also Teams, die deutlich kleinere Versionen fahren. Williams hat hier mit einer der größten. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Racing Point. Hier ist das Nasenkonzept eben deutlich schmäler. Wir haben vorne schon fast so eine kleine Rundung an der Nase. Was beim Racing Point auch auffällt, sind auch wieder diese kleinen Zusatzflügel. Plus eben der Umstand, dass hier noch ein relativ altes Lufteinlasskonzept gefahren wird. Alle anderen Teams sind dazu übergegangen, die Lufteinlässe deutlich schmäler zu machen und nach oben zu versetzen. Racing Point hat das noch nicht. Und hier oben an der Airbox sind auch nochmal solche kleinen, ich weiß gar nicht, ob das Flügel sind oder irgendwelche Messwerkzeuge mit angebracht gewesen. Plus eben eine sehr große Öffnung für die Airbox. Also auch hier jede Menge Kühlung verbaut. Der Frontflügel hat das klassische Konzept, dass die kleinen Flügel bis zur Endplatte reichen und eben, wie gesagt, diese etwas schmalere Nase mit diesem fast schon runden Punkt vorne wird sich zeigen, ob das dann nachher vom Konzept her gut ist. Wirklich überrascht hat mich tatsächlich nur das Konzept, das alte Konzept bei den Lufteinlässen in den Seitenkästen. Schauen wir nun auf das neue Auto von Renault. Hier fällt besonders auf die sehr breite Airbox und die sehr breite Motorabdeckung. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein altes russisches Atom-U-Boot. Die Öffnung für die Airbox hingegen ist eher breit und weniger hoch. Beim Flügelkonzept ist Renault auch wieder den klassischen Weg gegangen. Die Flügel reichen bis hin zur Endplatte und sind meiner Meinung nach auch sehr hoch an der Endplatte angebracht. Also insgesamt ein sehr großes Flügelpaket. Die Nase des Renault ist dieses Jahr deutlich schmäler geworden. In Sachen Aufhängung hat man jetzt auch den Standard von Mercedes übernommen. Sprich also die ganze Aufhängung ein wenig nach oben versetzt. Das ist aerodynamisch besser. Hier jetzt nochmal die sehr schmale Nase im Vergleich zum Vorjahr. Hier oben jetzt nochmal ein Blick auf diese sehr breite Airbox, die meiner Meinung nach die breiteste ist. Kommen wir nun zum Red Bull. Der Red Bull hat in Sachen Flügelkonzept auch wieder auf den eher klassischen Stil gesetzt. Das heißt also, die kleinen Flügel reichen bis hin zu den Endplatten. Sehr stark anders ist die Nase des Red Bull. Das ist sehr einzigartig im ganzen Feld der Formel 1. In dieser Extremität hat man das sonst nirgends gesehen. Der Lufteinlass oben in der Airbox ist auch wieder sehr groß und auch die Bremsenkühlungen sind sehr groß. Die Größe der Bremsenkühlung würde ich nicht überbewerten. Das kann auch einfach nur eine spezielle Version für die Testtage sein. Und damit sind wir jetzt auch schon beim Weltmeister und Titelverteidiger Mercedes hier, auch wieder mit dem Flügelkonzept, dass die Flügel bis zur Endplatte reichen. Bei Mercedes hat mir sehr gut gefallen das Heck. Das wirkt hier sehr aufgeräumt und sehr schmal. Rein optisch sieht das für mich nach dem aerodynamisch effizientesten Heck aus. Die Lufteinlässe sind auch nochmal ein wenig verkleinert worden und auch hier wieder nach oben gesetzt. Das ist eben das neue Standardprinzip in der Formel 1. Wie gesagt, abgesehen von Racing Point hat das eigentlich jedes Team übernommen. Hier an der Mercedes-Nase können wir auch nochmal erkennen, sind auch nochmal so Flügel und Luftleitbleche eingearbeitet, die dann in Richtung Bartsports gehen. Bei Mercedes ist die Bremskühlung sehr klein, hat mir gut gefallen. Wechseln wir nun von Mercedes zu McLaren und hier sehen wir ein komplettes Gegenteil von dem schönen, schlanken Mercedes-Heck hin zu dem sehr breiten, sehr offenen McLaren-Heck. Das wirkt nicht so aerodynamisch effizient. Bei McLaren hat man auch an der Front jetzt eben nochmal Zusatzflügel und hat auch eine etwas schmalere Nase. Die Nasenform gefällt mir, wie gesagt, nicht so gut. Ich mag die breiteren Nasen, die wirken für mich etwas homogener. Die Befestigungspunkte der Nase zum Frontflügel hat man ganz weit nach außen verlegt. Ich vermute, man möchte hier einfach mehr Luft unter die Nase bekommen. Werfen wir nun einen Blick auf das Haas-Team. Das Haas-Team bezieht die Motoren ja von Ferrari. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an das schöne Heck von Mercedes, auch hier beim Ferrari-Motor sieht das aerodynamisch sehr effizient aus. Da ist wenig, was irgendwie im Wind steht.
Das, denke ich, ist auch ein sehr gutes Konzept. Hier beim Haas als auch beim Ferrari gibt es diese Öffnung unterhalb der Airbox. Welchen Zweck die hat, bin ich mir nicht ganz sicher, ist auf jeden Fall auffällig. Andere Hersteller haben das nicht. Die Nase des Haas finde ich auch wieder schön. Das ist die klassische breite Nase. Das Frontflügelkonzept ist ähnlich auch dem Frontflügelkonzept von Ferrari angelehnt. Bedeutet, die Flügel fallen zu den Endplatten hin ab. Die Nase hat auch nochmal so spezielle Luftleitbleche. Die Öffnungen für die Bremskühlung sind weder die kleinsten noch die größten, sprich Mittelmaß. Kommen wir nun zum Ferrari. Auch hier ist das Heck extrem aerodynamisch, zumindest wirkt es für mich so. Es wirkt sogar noch ein Tickchen aerodynamischer als bei Mercedes, weil es noch weiter abfällt. Interessant ist beim Ferrari auch, dass die Flügel wieder abfallen zu den Endplatten hin am Frontflügel und die Airbox des Ferraris ist die kleinste oder beziehungsweise die schmalste, die ich gesehen habe. Sie hat auch nochmal solche Zusatzflügel oder so Zusatzhörner, die die Luft auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen in Richtung Heckflügel normalisieren oder beruhigen sollen. Hier auch wie beim Haas die Öffnung unterhalb der Airbox und was wir beim Ferrari auch sehen können, auch wieder so mittelgroße Bremsöffnungen, die jetzt auch nicht zu groß wirken, das heißt also nicht extrem viel Angriffsfläche für den Wind bieten. Ein weiteres Detail am Ferrari dieses Jahr sind auch nochmal die geschrumpften Seitenkästen mit den dort vorhandenen Lufteinlässen. Auch hier hat man sozusagen, um aerodynamisch effizienter zu werden, die Größe weiter reduziert. Werfen wir nun einen Blick auf den neuen Alpha Tauri, ehemals Toro Rosso. Eine sehr schöne breite Nase, mitunter die kleinsten Lufteinlässe an den Seitenkästen. Das Frontflügelkonzept auch sehr extrem, sehr stark abfallende Frontflügel streben hin zu den Endplatten. Ein auch wirklich sehr, sehr schönes Heck, sehr schmal, dafür vielleicht ein bisschen höher als bei anderen, aber sehr schmal und sehr kompakt, gefällt mir sehr, sehr gut. Zu guter Letzt noch ein Blick auf das neue Auto von Alfa Romeo. Hier fällt besonders der Frontflügel auf. Der ist wirklich sehr extrem gearbeitet. Ich hoffe, es war interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao!